Hi, ich bin Martin von UT. In diesem Video zeige ich euch, wie einfach ihr bei einem Fahrrad mit Gates Carbon Drive Riemenantrieb ein Hinterrad aus- und wieder einbauen könnt, wenn der Rahmen vertikale Ausfahrenden besitzt. Man erkennt diese Art der Ausfahrenden an den vertikal zum Boden verlaufenden Öffnungen des Klemmbereichs. Der Ausbau funktioniert folgendermaßen. Zuerst löst man die Achsverschraubung oder den Schnellspanner. Bei Rädern mit Nabenschaltungssystemen muss zusätzlich der Schaltzug der Nabe ausgehangen werden. Dann kann man das Hinterrad vorsichtig nach unten aus der Öffnung der Ausfahrenden führen. Sobald die Achse den Klemmbereich verlassen hat, kann man das Hinterrad leicht nach vorn bewegen und den Riemen von der hinteren Riemenscheibe abnehmen. Am besten legt man den Riemen über das hintere Rahmendreieck. Wichtig ist hier, dass der Riemen nicht geknickt oder stark verdreht wird. Damit ist das Hinterrad ausgebaut. Der Einbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Man führt das Hinterrad vorsichtig in das hintere Rahmendreieck. Wichtig auch dabei, dass der Riemen nicht verdreht oder gequetscht wird. Den Riemen auf die hintere Riemenscheibe auflegen. Die Achse in die Öffnung des Ausfahrendes einführen. Bis an den Anschlag nach oben drücken und die Achsverschraubung oder den Schnellspanner festziehen. Wenn vorhanden, Schaltzug einhängen. Falls der Riemen nicht korrekt auf der vorderen oder hinteren Riemenscheibe aufliegen sollte, muss das Hinterrad noch einmal aus den Ausfahrenden geführt werden und der Riemen korrekt aufgelegt werden. Den Riemen nicht unter Spannung aufrollen. Der Vorteil der vertikalen Ausfahrenden liegt darin, dass die Riemenspannung durch den Aus- und Einbau des Hinterrades nicht beeinflusst wird. Somit ist ein Nachspannen des Riemens hier nicht notwendig. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT.